wunderschönen guten Morgen aus Alanya. Ja, ihr seht das blaue Wetter hinter mir und diese unfassbar leckeren Mandarinen. Ja, die sind zwar noch grün, aber die schmecken schon richtig, richtig gut. Und wir fahren jetzt zu einer Anlage, weil ich euch einfach mal zeigen wollte, wie man hier in Alanya Urlaub machen kann, wie denn so die Ferienwohnungen ausschauen, weil ich habe ja angekündigt, für mich geht es jetzt demnächst weg und da werde ich natürlich auch eine Roomtour machen, wie ich dort meine Urlaubszeit oder meine Zeit quasi verbringen werde. Und da alleine denke ich mal, die Kontraste schon zu sehen, was man für sein Geld bekommt, ist ja immer ganz interessant. Deswegen schauen wir uns erstmal heute an, was man in Alanya für 50 € die Nacht bekommen würde oder überhaupt allgemein für eine Ferienwohnung. Aber vorher wollte ich euch noch was zeigen. Ja, einmal hier Tapsi und Mary und das sind hier 3 riesige Wasserflaschen, 19 Liter, glaube ich, sind das, von der Marke Saka, hat auch einen richtig guten pH-Wert. Ich finde, dass das Wasser sehr rund im Abgang ist und dafür für diese 3 mal 19 Liter, also 57 Liter, zahlen wir 11,50 € umgerechnet, also finde ich absolut in Ordnung. Die würden natürlich auch liefern, aber da wir sowieso runterfahren, nehmen wir das Ganze mit und holen die Wasserflaschen selber ab. So, jetzt sind wir vor der besagten Anlage und ich wollte euch gleich mal was zeigen. Also wir sind hier natürlich in Kargijak, weil Kargijak finde ich persönlich am schönsten. Ne? Ihr habt mit dem ganzen super krassen Tourismus nicht so viel zu tun. Es ist hier einfach sehr ruhig, es gibt nicht so viel Verkehr und der Strand ist traumhaft schön. Und das hier zum Beispiel ist ein Taxiknopf. Selbst wenn man hier zum Beispiel kein Auto hat, kann man hier einfach drücken und dann kommt ein Taxi. Ich würde aber persönlich immer empfehlen, dass man sich einfach hier einen Mietwagen nimmt. Obwohl man keinen vielleicht unbedingt bräuchte. Vorne gibt es auch eine Busstation. Aber egal wo man ist, also auch wenn ich im Urlaub bin, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie dort mit Öffentlichen zu fahren. Ja, ansonsten für einen Mietwagen übrigens zahlt man hier in Alanya auch in der Hauptsaison ungefähr 50 €. Ja, das hier wäre zum Beispiel der Treppenaufgang und hier könnte man auch die ein oder anderen Sachen eben hochschieben, zum Beispiel mit seinem krassen Porsche. Ansonsten gibt es hier immer ein Zahlenschloss, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Damit macht man eigentlich immer diese Haupttür auf. Natürlich jetzt tagsüber ja, ist das natürlich hier nicht abgeschlossen. Ansonsten sitzt hier immer ein Görevli und schaut sich hier das Ganze an. Da kannst du auch übrigens hier Autos bestellen, Massage und so weiter und so fort. Da kommen dann auch die Leute. Ja, alles ist hier schön kameraüberwacht, finde ich auch persönlich sehr, sehr gut. Ja, und das hier ist oder wäre die Lobby. So schaut das Ganze übrigens mal als Modell aus. Es gibt hier sogar einen Privatstrand. Der ist natürlich dann nur für Besitzer zugänglich, zumindest die Liegen. Habe ich jetzt persönlich auch noch nie benutzt, aber brauchst du ja nicht. Du kannst ja eigentlich hier wirklich überall hingehen, wo du möchtest. Und ja, das ist hier quasi der Gang. Übrigens hier in der Türkei gibt es gar nicht so wirkliche Briefkästen. Also ich gucke mal da rein. So zum Beispiel Nummer 49, keine Ahnung, ist jetzt willkürlich. Ja, da legen die halt hier einfach immer nur diese Strom- und Wasserrechnungen rein. Aber wirklich einen Brief findest du jetzt hier auch nicht. Ja, so geht man dann durch. Also ich finde es hier sehr schön angenehm. Es ist halt wirklich wie ein Hotelkonzept. Wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem hat man hier auch 2 Aufzüge. Das finde ich hier immer so schlimm in so Hochhäusern, wo nur ein Aufzug da ist. Aber da haben die, glaube ich, auch jetzt die Richtlinien ein bisschen geändert, dass du einfach ab einer gewissen Anzahl von Wohnungen mindestens 2 Aufzüge bräuchtest. Ja, und ich faule Sau
fahre jetzt in den ersten Stock im Aufzug. Aber das war jetzt rein, weil ich es euch mal zeigen wollte. Ansonsten gibt es hier natürlich auch eine Treppe. Ne? Jede Stufe zählt. Ja, und ihr seht es auch hier. Kona-Aufzug, also die haben schon echt hier an nichts gespart. Also das ist wirklich hier phänomenal. Ja, dann gehen wir mal hier rein in die gute Stube, ne? Also ich muss sagen, wenn ich jetzt hier so reinkomme und ich sehe schon mal dieses Grüne und den blauen Himmel, das ist halt schon echt toll. Und ja, man hat jetzt vielleicht jetzt hier nicht so Meerblick und der eine oder andere könnte jetzt auch sagen, ja, da ist ja die Straße. Aber ich muss sagen, die Fenster sind sehr, sehr ja, robust, sodass man, wenn man die nachts eben zumacht, die Straße eben nicht so hört. Das wäre jetzt dann auch schon eben das Schlafzimmer. Also absolut ausreichend für ein Pärchen. Mit einem schönen Kleiderschrank und natürlich die guten Klimaanlagen nicht zu vergessen. Denn die braucht ihr hier auf jeden Fall. Also man merkt das jetzt gerade, Feuchtigkeit, würde ich mal behaupten, liegt so bei 100%. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Muss. Hier im Wohnzimmer, Küche gibt es natürlich auch nochmal eine Klimaanlage. Tagsüber ist der Verkehr natürlich etwas mehr, aber ich denke mal, wenn der Fernseher läuft oder man sich unterhält, dann fällt das auf jeden Fall gar nicht so auf. Und das Gute ist, da die Wohnung ja auch ein bisschen tiefer gelegen ist, schallt das Ganze nicht so nach oben. Also ihr könnt es ja wirklich sehen, da ist die Straße und da direkt ist das Meer. Und wenn man hier nur ein paar Meter weiter geht, dann gibt es da auch eine Unterführung direkt zum Strand. Und da drüben übrigens ist das richtig gute Gym. Ja, hier ein kleiner Balkon und finde ich auch absolut ausreichend. Ja, die Vorhänge kann man auch zumachen, dann wird alles richtig schön verdunkelt. Weiße Couch, Fernseher, auch mit deutschen Kanälen, eine riesengroße Küche, hier auch indirektes Licht. Ich persönlich, ich würde ja eigentlich in gar kein Hotel mehr gehen, weil ich einfach teilweise in den Hotels, wo es dann Frühstück gibt, zahlst du halt erstens Unmengen an Geld und zweitens, vielleicht hat man spezielle Ernährungsweisen, also zum Beispiel, ich liebe halt einfach meinen Joghurt und ich will meinen Whey und das würde ich so oder so mitnehmen und ich will meine Ruhe haben, ich will mich nicht an irgendwelche Zeiten halten müssen, wo ich frühstücken will, also ich will einfach so mein Ding haben und weiß ich nicht, ich liebe es zu kochen und wenn man gerade zum Beispiel auf den Bazar geht oder einkaufen geht und sich auch selber mal vielleicht Sachen zubereiten möchte, es ist halt einfach toll, aber ansonsten hier rundherum gibt es auch Restaurants, wo man sich immer was holen könnte. Ansonsten gibt es hier natürlich auch eine Mikrowelle und das finde ich ja richtig krass. Das ist von Siemens und schaut mal, das ist wirklich picobello neu. Glaubt mir, ich war auch schon in den ein oder anderen Ferienwohnungen drinnen. Da habe ich erst dann mal angefangen, ein bisschen selber sauber zu machen, um mich überhaupt auch wohl zu fühlen. Das Gute ist hier in der Türkei, man ist hier relativ sicher überall, also egal wo man hingeht. Man bekommt natürlich auch dann andere Standards, aber zum Beispiel, wenn du in andere Länder gehst, musst du dir halt wirklich die Gegenden ganz genau anschauen. Nicht, dass du zum Beispiel irgendwie in einem Ghetto oder so landest. Also das kann ganz, ganz leicht passieren. Ja, ansonsten hier Backofen, bisschen was zum Putzen. Diese Sachen sind hier auch alle vorhanden. Ein Geschirrspüler, ein riesen Kühlschrank. Ich habe nicht mal so einen Kühlschrank in Deutschland gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Kühlschrank hatte in Deutschland, in München, ich habe auf, ich glaube, 38,5 Quadratmeter gelebt. Und mein Kühlschrank, mein Gefrierfach, wenn ich mir zum Beispiel Eis gekauft habe, ich musste das Eis am selben Tag aufessen. Deswegen habe ich mir eigentlich so gut wie nie Eis gekauft, wenn dann nur so Eis am Stiel, aber so Packungen gab es nie zu Hause. Ich hatte hier oben, kennt ihr diese Kühlschränke, hier oben mit so einem Eisfach, wo du einfach die Sachen nur so reinlegst. Ja, und deswegen, hier zum Beispiel habt ihr halt
krass großes Eisfach. Das ist echt heftig. Kochfeld, das funktioniert auch alles wunderbar. Es gibt hier auch sogar einen Generator. Das heißt, wenn Strom ausfallen sollte in der Anlage, 3 Sekunden, sagen wir mal 10 Sekunden später springt das Ganze an und dann läuft wieder alles. Also ist echt cool und es gibt hier Internet. Also es ist alles mit dabei. Dann natürlich zu guter Letzt das kleine Badezimmer. Ja, auch mit Waschmaschine. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Ich habe auch schon in den ein oder anderen Ferienwohnungen gehaust, wo ich mir dann erstmal wieder einen Waschsalon suchen musste. Ja, und hier eine Dusche. Ich bin ja da auch immer recht eigen, was so mein Waschmittel betrifft. Und also auch wenn du in so einem Waschsalon bist, dann musst du dabei sein. Und es ist ja auch mal ganz nett, wenn du da so ein bisschen Smalltalk und so hältst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn du irgendwie auf der Couch lümmelst und auf deine Wäsche wartest oder du schmeißt sie rein, machst irgendwas. Aber dort in einem Waschsalon sollte man eigentlich halt immer bleiben. Aber das sind so, keine Ahnung, nicht die essentiell wichtigen Sachen. Ich meine, ich kenne sehr, sehr viele, die haben zum Beispiel keine Waschmaschine, auch teilweise in Deutschland, die müssen das in einem Waschsalon machen. Aber das ist natürlich dann schon wirklich purer Luxus. Und ich finde das absolut gerecht, also 50 € im Tag. Jetzt zum Beispiel auch die Ferienwohnung, die ich jetzt, wo ich hinfliegen werde, gemietet habe, die war viel, viel teurer angesetzt. Aber das sind halt immer so quasi Kurzzeiten und ich sage dann immer, hey, du pass auf, ich bleibe so und so lange da, machst du mir einen guten Preis, bin armer Schlucker, ich habe nicht so viel Geld. Ja, und deswegen, da kann man ja immer mit den Leuten reden. Also die Menschen sind ja da, um zu kommunizieren. Das Mundwerk, das muss arbeiten. Deswegen, da dürft ihr euch ruhig trauen und sagen, hey, du pass auf, ich biete dir so und so viel, machst du das? Und dann kann der andere entweder nur, also es gibt ja nur 2 Optionen, entweder du sagst ja oder nein. Und ich persönlich finde es immer wichtig, also wenn ich zum Beispiel was vermiete, ist es mir eigentlich immer am wichtigsten, dass die Leute sauber mit meinen Sachen umgehen. Deswegen, also so Kurzzeit mache ich sehr, sehr ungern, eigentlich gar nicht, weil das sowieso in der Türkei verboten ist. Da brauchst du gewisse Lizenzen dafür. Auch hier sind die Gesetze extrem verschärft worden, was ich auch extrem gut finde, weil stellt euch mal vor, es lebt hier jemand dauerhaft und da ist die ganze Zeit, das ist wie im Hotel, die gehen rein, raus, du weißt nicht, wer da ist, du weißt nicht, ob das gefährliche Leute sind oder nicht, du hast keine Ahnung und fühlst dich halt einfach unwohl in deinem eigenen Zuhause, weiß ich nicht. Deswegen da so gewisse Regeln aufzustellen, finde ich schon gut, aber jetzt so Langzeitmiete und so weiter oder für Freunde, Familie gerade, ist das halt schon eine super Sache und wenn du halt die Leute kennst, wo du auch weißt, dass die Leute gut mit deinen Sachen umgehen, super. Und jetzt, das ist noch nicht das Ganze, also ich liebe diese Wohnung, aber es gibt ja auch noch soziale Aktivitäten, die ich euch jetzt auch gerne zeigen möchte. Also da könnt ihr das Ganze schon sehen, Hammam, Spa, Fitness, Pool, Indoor-Pool, Kino, also es gibt hier echt super viele Sachen. Wir sind jetzt hier in der unteren Etage und hier ist zum Beispiel schon mal ein Fitnessstudio. Da trainiert auch gerade ein Herr drinnen. Hallo. Und ja, schaut euch einfach mal diese Größe an. Das finde ich echt irre. Und das halt in so einer Anlage drin ist schon cool. Muss man schon sagen. Und vor allem auch richtig schön klimatisiert. Wahnsinn. Hallo, привет. Ja, hier würde es dann zum Beispiel zum Saunabereich gehen. Der hat leider nur zu bestimmten Zeiten auf, deswegen, das ist hier schon paradiesisch. Schaut mal, mich fasziniert ja dieser Olivenbaum extrem. Richtig schön. Dann gibt es hier eine Außenrutsche. Also wirklich hier die Wasserfälle. Die Leute haben hier einfach Spaß. Und so schaut das Ganze von außen aus.
Also echt richtig, richtig toll. Hier hast du deine Liege. Also echt schön. Auch diese Poolfliesen gefällt mir richtig gut. Hier ist zum Beispiel rechts ist der Indoor-Pool drinnen, aber der ist natürlich jetzt aus. Weil natürlich dafür der Außenpool an ist, ne? Also das ist schon ganz gut. Ja, dann gibt es halt hier einen Kinosaal. Hier kann man sich dann zum Beispiel zum Billard spielen, oben an der Rezeption was ausleihen. Mal hier ein paar süße Fischis beobachten. Ne? Hallo. Ja, und hinten, weil Türkei ja ein sehr kinderfreundliches Land ist, gibt es natürlich auch was für die kleinen Gäste. Wobei ich sagen muss, jetzt für die Wohnung, die ich euch ja gezeigt habe, ist das halt für Kinder etwas schwierig. Ist die Wohnung einfach zu klein. Also die wäre tatsächlich nur für ein Pärchen geeignet. Aber ansonsten finde ich das echt eine ganz coole Anlage. Ja, ihr habt hier wirklich alles. Also ihr habt alles, was das Herz begehrt. Ob man diese Sachen unbedingt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt nice to have. Ja, also ich persönlich, das ist ja auch quasi wie mein Tagebuch, was wir hier so führen, bin jetzt sehr gespannt, was mich jetzt dort quasi dann in einer Woche bei einer neuen Unterkunft erwarten wird, wie das dort so sein wird und dass ich dann quasi so einen direkten Vergleich habe, da bin ich ja schon wirklich sehr, sehr gespannt. Natürlich hier die Lautstärke, das ist halt eine Sache, aber ich denke mir, ja gut, es ist halt nur zum Ferienmachen da und das ist auch in Ordnung. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass euch die Wohnung gefallen hat, was man hier zum Beispiel für 50 € oder weniger am Tag bekommen kann. Und da ist Strom und Wasser noch nicht mal drin einberechnet worden, also beziehungsweise das ist ja natürlich inkludiert. Ja, Ercan hat mir heute ein bisschen geholfen. Sag mal, wie findest du denn die Wohnung? Also ich finde die Wohnung schön, ich finde die Anlage top, weil alles da ist und wenn man denn wirklich, ich sage immer, über gesundes Leben, nicht nur einfach existieren, ein bisschen was machen will, Fitnessstudio ist da, gesundes Essen ist da, Wohnung ist schön, man kann gut schlafen, man hat im Winter, ich habe heute Münchner Wetterlage gesehen, Jenny, 14 Grad. 14 Grad und wir haben den 5. September, das ist heftig. Deswegen, man muss schauen, dass man die Zeit qualitativ gestaltet und wenn eben die Möglichkeiten da sind, ob jetzt das in den USA ist, hier ist oder in Europa ist, sollte man in Anspruch nehmen. Es ist blöd, wenn wir hier leben und über hier positiv reden. Genau, deswegen egal was ich sage, ich sehe das alles mit meinen Augen und versuche euch das natürlich so rüberzubringen, wie ich das sehe, egal ob die Sachen negativ sind in meinen Augen oder positiv sind in meinen Augen. Und ja, wem das Video gefallen hat, der darf dem Video gerne ein Like geben und begleitet mich weiterhin auf meiner Reise. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.